Ihr wollt Merlins exklusive Robe? Dann kann ich euch sagen, ihr müsst euch beeilen, denn das Ganze könnt ihr nur noch bis morgen, dem 24. Februar bekommen. Wie ihr das bekommt und wo ihr hingehen müsst, um diese exklusive Robe zu bekommen, das zeige ich euch heute im Video, also bleibt gern dran. Zum Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar gab es schon im Vorlauf einige Twitch-Streams von Avalanche, dem Entwicklerstudio von Hogwarts Legacy. Und natürlich auch von Creatoren, die vorab Zugriff bekommen haben. Auf beiden Plattformen hattet ihr die Möglichkeit, Drops zu bekommen. Darauf gehe ich auch nochmal später gleich ein. 4 Drops gab es, wenn ihr Creatoren zugeschaut hattet. Allerdings gab es einen Drop, den ihr nur bekommen habt, wenn ihr dem Avalanche-Stream zugeschaut habt. Ich habe das persönlich auch verpasst, weil ich dachte, ich kann einfach bei normalen Creatoren zuschauen, aber nein, man muss wirklich live bei Avalanche zuschauen. Und das Problem ist, es gibt keine Livestreams mehr natürlich, und wenn man sich die VODs anguckt auf Twitch, also die Aufnahmen von den vorherigen Streams, dann funktioniert das Ganze nicht, denn ihr müsst 20 Minuten zuschauen, um diese Robe zu bekommen. Ich finde, diese Robe sieht sehr, sehr gut aus und passt auf jeden Fall in das Universum von Hogwarts Legacy rein, hat so diesen mystischen Touch mit den Sternen auf der Robe drauf, finde ich extrem gut. Und hat nochmal einen Bezug natürlich auch zu den Sternenbildern, die wir auch in Hogwarts Legacy finden können. Aber ich habe davon gesprochen, dass ihr nur noch bis morgen, den 24. Februar, eine Chance habt, das Ganze zu bekommen. Und zwar wird Avalanche noch einen allerletzten Stream für euch machen, wo ihr diese Drops bekommen könnt oder diesen Drop bekommen könnt. Ganz einfache Sache. Die haben auf Twitter was geteilt. Another chance for the exclusive Merlin's Cloak Twitch drop. Join Avalanche Software on Twitch on Friday, February 24th at 2 p.m. PST, 5 p.m. EST. We will live for a few hours, starting our studio playthrough of Hogwarts Legacy. Das heißt also, sie werden morgen um 11 Uhr morgens, also vormittags deutscher Zeit, online sein. Sie meinen, sie werden für ein paar Stunden da sein. Das kann 2 Stunden sein, das kann 3 Stunden sein. Ist natürlich für uns nicht so eine gute Uhrzeit, für Leute, die arbeiten müssen. Allerdings habt ihr da die Möglichkeit, einfach zuzuschauen und diesen Drop zu bekommen. Und vielleicht geht der bis 13 Uhr, das wäre natürlich cool, oder bis 14 Uhr, dann habt ihr vielleicht eine bessere Möglichkeit, dazu zu schauen. Der Link dazu, zu diesem Stream, zu dem Account von Avalanche, den findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey Pascal, es ist der 25. Februar, ich habe leider den Stream verpasst, ich habe leider dein Video verpasst und habe es nicht gesehen, dann gibt es 2 Möglichkeiten vielleicht für euch noch. Die erste ist, und die würde ich euch definitiv empfehlen, dass ihr einfach auf diesem Kanal ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nämlich so eine Videos nicht mehr. Die zweite Möglichkeit ist folgende: Ich denke, es ist eine Vermutung, dass Avalanche im Laufe des Jahres vielleicht es möglich macht, dass man die kosmetischen Items, also die Robe von Merlin und die anderen 4, eventuell noch irgendwie ergattern kann in einer Sidequest oder ja, in einer Mission, beziehungsweise irgendwie anders das Ganze bekommen kann. Aber das ist nur eine Vermutung tatsächlich, kann ich euch nicht bestätigen. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey Pascal, ich habe am 24. Zeit und kann morgens um 11 Uhr zuschauen, müsst ihr noch eine Sache beachten. Einfach nur zuschauen bringt euch nichts, also befolgt gerne meine Schritte jetzt, sonst verpasst ihr diesen Drop. Ich habe einen Link in der Beschreibung reingepackt, das ist der Link zur Hogwarts Legacy Seite, zu den Twitch Drops, und ihr müsst euch erstmal einen ganz normalen Warner Bros. Games Account erstellen. Das ist relativ wichtig, sonst funktioniert das nicht. Ihr müsst euch natürlich auch einen Twitch Account erstellen, das ist, glaube ich, relativ easy. Und dann habt ihr hier auf dieser Seite so eine Anleitung, was ihr machen müsst. Zum einen habt ihr euch ein Konto erstellt. Der zweite Schritt beginnt damit, dass ihr euer Twitch-Konto mit eurem Hogwarts Legacy-Konto verbindet. Ich habe das schon gemacht, deswegen steht da mein Name, aber ihr werdet dann auf eine Seite weitergeleitet, wo ihr euch wieder einloggen müsst, beziehungsweise das Ganze autorisieren müsst von Twitch. Dann Schritt 3, schalte ein und genieße Hogwarts Legacy live auf Twitch. Das habe ich schon getan. Da konntet ihr im Grunde verschiedene Drops gewinnen. Ihr hättet jedem Creator zuschauen können, der Drops bei sich aktiviert hat. Zum Beispiel JoeRaptor oder Fragnard oder Avalanche oder verschiedene andere Creator. Und da musstet ihr 30 Minuten lang immer zuschauen, um euch die verschiedenen Belohnungen zu ergattern. Ja, die erste Belohnung für den regulären Stream war zum Beispiel diese Brille hier, die ich sehr lustig finde. Die zweite Belohnung, da musstet ihr dann nochmal eine halbe Stunde zuschauen. Das war diese Mütze, die war okay. Die dritte Belohnung, da musstet ihr nochmal 30 Minuten zuschauen. Das war dieser Schal, der sieht sehr, sehr nice aus. Und die letzte Belohnung war natürlich ein ganzes Outfit. Da musstet ihr auch nochmal 30 Minuten zuschauen. Das Besondere da war, dass ihr in eurem Inventar, in eurem Drop-Inventar auf Twitch, den Link dazu packe ich auch in die Beschreibung, dass ihr nach 30 Minuten in das Inventar gehen musstet und die Belohnung einholen musstet. Und erst dann ist der Timer für die nächste Belohnung losgegangen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf euer Inventar kommt, dann klickt einfach mal hier auf Schritt 4, da gibt es einen Link, und wenn ihr bei Twitch angemeldet seid schon, dann werdet ihr dort weitergeleitet. Ganz, ganz easy. Zumindest auf dem
PC. Wie das bei Mobile ist, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, bei Mobile funktioniert das nicht so gut. Und dann musstet ihr 20 Minuten zuschauen bei einem Stream und der nächste Stream ist natürlich am 24. um 11 Uhr und da schaltet ihr einfach ein und dann kriegt ihr eine Meldung und habt dann die letzte Belohnung, nämlich Merlins Robe im Inventar. Relativ easy die Sache. Dann müsst ihr euch eigentlich nur noch in Hogwarts Legacy anmelden und wenn ihr euer Spiel ladet, dann kriegt ihr eigentlich gleich so ein Pop-up-Fenster mit den Belohnungen, die ihr euch holen könnt. Das ist relativ easy. Sollte das nicht der Fall sein, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare. Allerdings gibt es natürlich noch mehr zu entdecken in Hogwarts Legacy, unter anderem diese 6 geheimen Orte und die kann ich euch definitiv empfehlen, falls ihr sie noch nicht in Hogwarts entdeckt habt. Sonst bedanke ich mich, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe natürlich noch mehr auf Lager für Hogwarts, also bis dahin, Freunde. Tschüss!